Hallo meine Lieben, was geht ab? Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Fenris News, Teil Nummer 6, mittlerweile Take 5 oder so. Wie bereits angekündigt, wurde in dem letzten Treffen der Bundeskanzlerin und unserer Minister besprochen, wie unter anderem der Sportbetrieb langsam wieder aufgenommen werden kann, und da waren wir natürlich besonders hellhörig. Zunächst mal kurz der Hinweis, dass das weitere Vorgehen in dieser gesamten Krise, also die schrittweisen Öffnungen, nun vielmehr in der Verantwortung der einzelnen Länder liegen und nicht mehr alle zentral abgestimmt werden. Hierdurch kommt es dazu, dass es regional sehr viele Unterschiede gibt. Bevor ihr euch also zu früh über irgendwelche Kurzmeldungen, über bestimmte neue Änderungen freut oder auch ärgert, schaut immer ganz genau, in welchem Ort diese gerade stattfinden. Uns haben da zum Beispiel jetzt schon sehr viele fröhliche Nachrichten erreicht, da ja nun einige Fitnessstudios am Montag wieder öffnen dürfen. Dazu muss man aber ein paar Dinge beachten. Zunächst mal betrifft diese Regelung nur die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Schleswig-Holstein. Für Berlin ist hier leider noch kein Datum angekündigt. Außerdem sind wir zwar eine Sportstätte, wir sind aber kein Fitnessstudio im klassischen Sinne, in dem vor allem selbstständig trainiert wird. Und in dieser aktuellen Situation wird wirklich ganz genau darauf geachtet, um was für Betriebe es sich im Einzelnen handelt. Welche Kursformate werden angeboten, wie ist die Eingangssituation und so weiter. Genauso wie in der Gastronomie im Moment genau geschaut wird, wer betreibt eine Bar oder wer betreibt eine Kneipe. Auch wenn diese Begriffe umgangssprachlich ausgetauscht werden können, spielt das aktuell eine sehr wichtige Rolle, da hier gesetzlich auch festgelegt ist, wie bedient wird, welche Getränke und Speisen erlaubt sind und so weiter. Und genauso ist es im Moment beim Sport auch. Hier spielen Fragen eine Rolle, wie viel Kontakt besteht zwischen den Sportlern, teilen sich die Sportler bestimmtes Equipment gemeinsam, wie stark wird geatmet, wie stark wird geschwitzt und so weiter. Und zu guter Letzt muss man auch noch sagen, dass geöffnet nicht bedeutet Business as usual. Die Abstandsregelungen stehen trotzdem über allem und werden auch weiterhin in Kraft bleiben, mindestens bis Anfang Juni, auch in den Bundesländern, in denen nun am Montag Fitnessstudios schon wieder öffnen dürfen. Das bedeutet also weiterhin 1,50 Meter Abstand halten, Schutzmasken etc. Nichtsdestotrotz sieht es nun aber so aus, als könnten wir noch im Mai mit den neuen Regelungen rechnen, die es wieder möglich machen, dass wir auch hier vor Ort Kurse geben können. Das könnte zum Beispiel so funktionieren, dass wir mehrere kleinere Kurse am Tag anbieten, für die man sich vorher anmelden muss. Und auf diese Weise können wir dann die Übersicht behalten, können unser Training aber trotzdem unter diesen strengen Auflagen hier vor Ort im Gym machen. In weiteren News ist es so, dass Stella nun wie angekündigt wieder hier bei uns ist. Und sie gibt ab kommender Woche dann tatsächlich mehrere Kurse. Das betrifft Muay Thai und auch Fitnessflow. Und in der Woche darauf, also ab dem 18.05. führen wir nochmal neue Kurse ein, diesmal Yoga-Kurse für Jiu-Jitsu. Die könnt ihr ganz einfach von zu Hause mitmachen. Diese Kurse richten sich zwar besonders an die unter euch, die Jiu-Jitsu trainieren oder gerne Grappling machen, aber natürlich eignen die sich für jeden. Außerdem habt ihr es eventuell schon mitbekommen, wir haben am Freitag unseren ersten Podcast gestreamt. Und diese und ähnliche Formate wollen wir ab sofort auch verstärkt einführen und wir freuen uns da über all euer Feedback. Wer es noch nicht gesehen hat, wie Philippe, Ulf und Jens sich da beim Thema Jiu-Jitsu an die Gurgel gehen, der sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Der gesamte Podcast ist in Englisch gelaufen und kann ganz einfach über YouTube bei uns geschaut werden. Und zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Der neue Tresen, den wir schon lange vor der Schließung in Auftrag gegeben haben, wird nun endlich fertig. Der wird Mitte Mai bei uns eingebaut. Sobald der Betrieb dann endlich wieder läuft, werdet ihr also von einem richtig schicken neuen Tresen begrüßt. Der bisherige Tresen wird dann voraussichtlich hier im großen Raum erstmal eingesetzt, damit wir den Eingang regeln können. Wir planen nämlich in der Anfangsphase mit den ersten kleineren Kursen die meisten Kurse hier im großen Raum stattfinden zu lassen, da die Einteilung der Matte es hier sehr gut zulässt zu trainieren und dank der Markierungen durch die Matten können wir trotzdem die Sicherheitsabstände einhalten. Und das war es auch schon wieder für heute. Die Dinge bewegen sich nun doch sehr, sehr schnell und wir rechnen momentan eigentlich täglich mit einem Datum, an dem dann Sportstätten nun auch in Berlin endlich wieder öffnen dürfen. Sobald es dann soweit ist, wisst ihr es natürlich als allererstes. Bis dahin, macht bitte so weiter wie bisher. Haltet den Abstand ein, haltet euren Kopf oben, Hände waschen, haltet euch schon fit an der frischen Luft. Und in diesem Sinne, bis ganz bald. Und vielleicht schon in 1 bis 2 Wochen dann auch wieder hier vor Ort. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao, wir sehen uns.
Wenn der Fokus wieder Marsch ist, rast ich aus.